I've been tossing all my thoughts off the deep end, drowning out my fears with tears instead. I've been searching for Hallo allerseits. Guten Morgen zusammen. Berlin verfügt nicht nur über sehr viele Grünflächen und Wald, sondern auch über viel Wasser. Und wo es Wasser gibt, da kann es natürlich auch Inseln geben. Und wir wollen heute um Berlins südlichste Insel, den Schmöckwitzer Werder, auf einem ca. 15 Kilometer langen Rundweg herumwandern. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Auf geht's. Wir parken hier noch auf Brandenburger Seite an der Bernsdorfer Schleuse. Hier gibt es einen kostenlosen Parkplatz. Die Schleuse schauen wir uns nachher auch noch an, aber erst wenn wir zurück sind. Der Weg führt zunächst am Nordufer des Oder-Spree-Kanals entlang. Eine Brücke, ist ja wie im Spreewald. Wir überqueren auf der erst in diesem Jahr fertiggestellten neuen Fußgängerbrücke den Oder-Spree-Kanal und erreichen damit die Insel Schmöckwitzer Werder. Werder kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie Insel im Fluss. Hier sieht man die Insel Schmöckwitzer Werder. Im Norden durch den Oder-Spree-Kanal vom Festland getrennt. Dann haben wir hier den Kossinensee, den großen Zug, die Dahme, den Zeutner See und den Sedinsee. Der Weg geht jetzt weiter am Südufer des Oder-Spree-Kanals bis zu seiner Mündung in den Sedinsee. Wir haben ja nun neuerdings auch das Geocachen für uns entdeckt. Und hier auf diesem Weg gibt es ca. 30 Caches. Alle werden wir nicht finden, das wird unseren Zeitrahmen heute sprengen, aber mal sehen, wie viele wir entdecken. Ja, also in Berlin gibt es schon mal mehr Bänke als in Brandenburg, haben wir festgestellt. Wir haben bestimmt jetzt auf dem kurzen Stück schon 5 Bänke. Ja, 4, 5 waren das. Mhm. War mal eine Brücke. Da links rüber. Genau. Wer weiß, wie lange die schon kaputt ist. Hier mündet der Oder-Spree-Kanal in den Sedinsee. So, kriegt ihr das an. Jetzt ist ein gewaltiger Baum ins Wasser gehauen. Auch schon lange. Der liegt ja schon eine ganze Weile.
unseren ersten Geocache heute gefunden. Okay. Ist wieder an Ort und Stelle. Ist auch wieder eine Badestelle hier. Kannst ja baden gehen. Nicht schlecht. Kurze Trinkpause haben wir uns verdient. Ja, also dafür, dass man hier in der Stadt ist, ist das hier unheimlich idyllisch. Prost. Prost. Und Geocacher kommen hier so richtig auf ihre Kosten. Nur alle 100 Meter, denke ich mal, mindestens liegt einer. Aber wir haben jetzt nur 2 mitgenommen, nachher vielleicht noch mal 1, 2. Sonst sind wir, wie gesagt, bis zum Dunkelwerden nicht fertig. Das kostet einen Haufen Zeit. Denn 15 Kilometer Rundweg dauert ja auch eine Weile. Einen tollen Blick auf den See haben wir hier. Restaurant Strandlust. Ist aber nur von März bis Ende Oktober geöffnet. Ich wusste gar nicht, dass es auf dem Mond auch Bäume gibt. Endlich kommt die Sonne raus. Man läuft immer am Wasser entlang. Meistens ist es zugewachsen, aber es kommen auch oft genug Stellen, wo man ans Wasser heran kann. Ja, wieder eine herrliche Aussicht hier. Wir blicken da drüben, glaube ich, auf Zeuthen. Das ist eine kleine Insel. Ein Vogelparadies. Kann man nicht sehen von hier aus, aber da ist so ein abgestorbener Baum oder mehrere Bäume, die sind voller Vögel. An der Südspitze der Insel liegt die Siedlung Rauchfangwerder und ist damit die südlichste Siedlung Berlins. Es ging jetzt ein ganzes Stück die Straße lang hier durch Rauchfangwerder, ein paar 100 Meter. Und hier am Waldfriedhof geht es links wieder in den Wald.
Campingplatz am Crossinensee. Ja, der Campingplatz ist zwar hier im Wald sehr schön gelegen, aber hinter uns geht die Straße nach Schmöckwitz vorbei und die ist sehr stark befahren. Also ich stelle mir das hier nicht idyllisch vor. So, und das mal auf Versuche nach unserem letzten Geocache für heute. Mal sehen. Nachdem wir den Oder-Spree-Kanal wieder überquert haben, geht es an seinem Ufer zurück nach Wernsdorf. Tja, So, jetzt sind wir fast am Ende unserer Tour. genau, Wird sicher nicht mehr viel Neues kommen. Bleibt trotzdem dran, wir gucken uns noch die Schleuse an. richtig. Ja, unser Fazit. Es ist für Berliner Verhältnisse natürlich erstaunlich idyllisch hier. Um die Insel rum der Weg fast ausschließlich durch den Wald. Ja, ein paar Stücken ja, bewohnte Gebiete, aber war nicht so viel davon. War nicht so viel. Ja, immer wieder schöne Blicke aufs Wasser und auf das andere Ufer. Der Waldweg recht monoton, Ja, aber so ein schöner Mischwald und bei dem Wetter heute eben. wunderbar. Also diese 14, 15 Kilometer können wir auf alle Fälle empfehlen. Ja, Vor allem am Wasser ist immer toll. Ja, also da kann man nichts verkehrt machen. richtig. Gut. Das war's jetzt erstmal. Wir sagen mal schon Tschüss. Genau. Aber wie gesagt, wir gucken uns noch die Schleuse Wernsdorf an. Bleibt also dran und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.